Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir haben. United greift mit 23 XLR an, und zwar auf Sekundärmärkte mit dem Flieger. Ja, was Carsten S. aus M dazu sagt. Dann haben wir das Thema United, sagen wir mal so, nicht nur Lufthansa verkackt Dinge mit Sitzen, auch United sitzt irgendwie auf Sitzen, mit denen sie nichts mehr anfangen kann. Also man hat Sitze gekauft und da passiert nichts mit. Und dann haben wir als Thema das Thema Condor. Die sparen am Wasser auf Kurzstreckenflügen, die kurz sind. Und da gibt es auch kein Wasser mehr. Das ist das, womit man spart. Aber kaufen kann es doch. Gucken wir uns auch nochmal genauer an. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, abonnieren und die Glocke anzumachen. Und dann können wir Gas geben zusammen. Das erste Thema ist das Thema United. Sie verdichten den Europaverkehr mit dem 321 XLR. Und zwar gibt es ab 2027 Sommer 5 neue Europaverbindungen mit dem 321er XLR. Und damit gibt es Direktflüge zu kleineren europäischen Märkten. Und diese bieten nicht für Großraumflugzeuge genug Nachfrage, aber sie kratzen halt an den, ja, ich sage jetzt erstmal an den Kapazitäten für andere Flugzeuge. So, also Strecken ab Newark sind Luxemburg, Ibiza, Valencia, Marseille, und von Washington Dulles geht es nach Toulouse. Ja, Aufnahmestrecken zwischen Anfang April und Anfang Juni 2027. Weitere Transatlantikstrecken gibt es auch mit Newark nach Terceira mit Boeing 737 MAX 8. Dann gibt es Boeing 767, die fliegen nach Olbia, Catania und Ljubljana. Und dann gibt es auch Asienverbindungen, und zwar mit der 777-200. Das ist eher nicht ganz so spannend, weil es eine 777 ist, nach Okinawa. Und dann gibt es aber nochmal Amsterdam und Washington, Dublin, also Washington, Amsterdam, Washington, Dublin, ab dem 1. Dezember 2026. Und die werden wieder auf dem 321er XLR geritten. Ja, also sehr cool. Die ersten Einsätze im Inland sind ab 26. September geplant. United hat 50 Airbus 321 zur Ablösung der 767-200er bestellt. Ne, 757 habe ich 757 bestellt. Reichweite ist bis zu 8.700 Kilometer, wie wir wissen, beim 321er XLR. 20 Business-Class-Sitze Full Flat, 12 Premium Economy-Sitze und insgesamt 32 Premium-Sitze. Und das sind 16 Premium-Sitze mehr, als es in der 757-200 hat. Also auch interessant, dass man da eine Steigerung hat. Und damit ist es so, dass die 321 XLR wirklich der Gamechanger ist, denn gerade Strecken, die man aufbauen möchte oder die Sekundärmärkte verbinden, heißt also hier zum Beispiel wirklich Washington-Luxemburg. Wer hätte gedacht, dass die mal Direktflug nach Washington bekommen? Da macht so etwas Sinn. Dann ist es so, dass man natürlich auch keine Umstiege mehr hat. Man hat damit den sogenannten Long and Thin Märkte, also die langen, dünnen Märkte, die man damit erreichen kann. Das heißt also große Entfernung, weniger Passagiere, hoher Anteil zahlungskräftiger Reisender. Und damit ist natürlich die gemeinsame Nenner, warum gerade Toulouse, Marseille, Luxemburg? Weil diese Strecken natürlich viele Geschäftsleute haben, also Geld, EU-Institutionen und Finanzwirtschaft, Luft- und Raumfahrtindustrie und touristische Nachfrage. Damit ist dann Ibiza und Valencia sind natürlich touristische Ziele, ganz klar. Und damit sagt man natürlich ganz klar, dass die effiziente zusätzliche kleinere Strecken anbieten können. Ja, bei Lufthansa ist das natürlich so, ja, United und Air Canada, die sehen natürlich einen ganz klaren Verwendungszweck, aber Hansens sagen, ja, nee, man will das nicht haben. Und man hat das Ding ja nochmal, die A321 XLR nochmal geprüft und gesagt, nee, wollen wir nicht. Deshalb setzt man weiter auf klassische Drehkreuze, also das Hub-and-Spoke-Modell mit 787, mit 350ern und mit Langstreckenflugzeugen. Damit verfolgen die Joint Venture Partner unterschiedliche Strategien, und United hat kleinere Flieger für Sekundärmärkte und konzentriert sich damit quasi nicht so wie Lufthansa nur auf einen Hub, sondern ja, Lufthansa hat vielleicht das Nachsehen. Das Risiko für Lufthansa ist das natürlich, wenn dort Direktverbindungen angeboten werden, dass diese Verbindungen über Frankfurt, München billiger angeboten werden müssen. Klar, wenn es ein direktes Angebot gibt, muss man natürlich sagen, warum soll ich einmal in Frankfurt Zwischenstopp machen? Und das andere Thema ist, und das muss man sich natürlich auch auf der Zunge zergehen lassen, ist, dass natürlich die größeren Flugzeuge zwar Skaleneffekte ermöglichen, aber auch
Fracht und alles ist alles ganz klar. Und auch das Premium-Erlebnis ist wahrscheinlich anders in der 777 oder in der 787 oder in der 350er als in der 321er XLR. Nur werden die Leute halt abwandern. Und Carsten S. sagt, und das hatte ich euch ja versprochen, wir haben entschieden, also Zitat Anfang, wir haben entschieden, unser Geld aktuell besser in Langstreckenflugzeuge der Größenordnung einer Boeing 787 und der Airbus A350-900 zu investieren. Und natürlich Langstreckenflüge bleiben unabhängig von Flugzeug ein Drehkreuzgeschäft. Zitat Ende. Ja, Fazit ist natürlich, dass die 321 XLR natürlich nicht nur Ersatz für die 757-200er sind, sondern auch als strategisches Wachstumsinstrument genutzt werden können. Die Flugzeuge ermöglichen ein dichteres Netz mit geringer Kapazität und reduziertem Streckenrisiko. Ob der Verzicht der Lufthansa richtig war oder ist, wird sich dann zeigen, wie profitabel natürlich United das Ganze operieren kann oder Air Canada, die ja auch solche Nischenverbindungen eher priorisieren. Im Moment, wir hatten ja auch mal das Hamburg-New York mit Emirates, hat sich ja dann auch ausgefallen wegen istlich, also ausbleibendem finanziellen Erfolg. Die Frage ist natürlich, hat Lufthansa mit dem Verzicht auf den 321er XLR einen strategischen Fehler gemacht? Ihr könnt als Armchair-CEOs da ganz klar sagen, was ihr davon haltet. Lass mich mal ein bisschen das Bild vergrößern, kann ich mich auch nach vorne lehnen. Dann haben wir ein Thema aus der Saga der Sitze in der Business Class. Wir wissen ja alle, Lufthansa hat ja Probleme, auch in der First Class, Allegris und so weiter. Aber United hat einen Bock geschossen. Und zwar hatte United ja Premium-Version für die 737 MAX 10 hunderte Lie-Flat-Sitze bestellt, wegen der jahrelangen Zulassungsverzögerung. Ändert die Airline ihre Flottenplanung, nun passen die bereits beschafften Sitze in kein aktuelles Kabinenkonzept rein. Also man hatte ja 167 bestellt, also der MAX 10. Dann sollte ein Teil der Flugzeuge eine hochwertige Transcont-Kabine bekommen. Das sind immer die Flüge von New York, Los Angeles, also das heißt von der Ost- an die Westküste umgekehrt. Dafür würden die Business-Klasse bestellt, die den flache Betten verwandeln lassen. Die MAX 10 sollte ursprünglich bereits 2020 verfügbar sein, ne? Wissen wir ja alle. United rechnet inzwischen erst mit 2027. Flugzeugsitz und Kabinenausstattung werden ja häufig separat und lange im Voraus beschafft. Und da ist es so, dass man inzwischen ja bei United sagt, nee, wir gehen mit den 320ern an den Start. Das sind ja die Neos, die man dann 23, ich glaube einen T haben die dann gehabt oder sowas, aber nagelt mich nicht fest. Aber auf jeden Fall ist der Begriff Coastliner etabliert worden. Und damit ist die Konfiguration Business Class mit Lie-Flat-Sätzen, Premium Economy. Und die Szene sollen eher auf stärker nachgefragten Inlandsstrecken fliegen. Die eingelagerten Sitze passen laut Bericht nicht ohne weiteres in andere Flugzeugtypen. Die endgültige Entscheidung über ihre Verwendung steht auch aus. Also kann man sich nicht ausdenken. Ja, eine Lösung wäre natürlich, dass man ihn nur in einen Teil der MAX-10er einbaut, die Technik anpasst für andere United-Flugzeuge nach Verkauf an andere Airline- oder Leasinggesellschaft, gucken, ob jemand die Dinger braucht. Und man kann natürlich auch Nutzung als Ersatzteil bzw. Austauschbestand dann nehmen, Rückgabe oder Umwandlung in was anderes bei dem Sitzhersteller, wobei was will der mit den Sitzen, weil die sind ja meistens auch immer sehr stark modifiziert. Abschreibung, falls eine wirtschaftliche Verwendung nicht mehr möglich ist. Ja, Scott Kirby hat da natürlich auch ja, ein Thema. Ne? Was willst du mit Lie-Flat-Sitzen machen, die du nicht benutzen kannst? Fazit ist, die ungenutzten Sitze sind ein anschauliches Symbol für die weitreichenden Folgen von der MAX 10 Verspätung. Und United hat natürlich dann eine operative Alternative gefunden mit 321 Neos, weil sie mussten ja, bleibt aber natürlich auf der Investition in den Sitzen gefangen. Die nachträgliche Einbau in ausgewählte MAX 10 ist möglich, würde aber natürlich dann noch komplexer für die Flotte sein. Muss man natürlich immer mal schauen. Sollte man das jetzt einbauen? Was ist euer Armchair-CEO-Entscheidung? Soll man die jetzt in einige der trotzdem einbauen oder was soll man da machen? Da bin ich mal gespannt. Ein Thema, was bei uns immer ja wieder zu viel Irritation sorgt, ist das Catering an Bord. Und jetzt geht Condor auch hin und sagt, ab September 2026 auf Flügen mit höchstens einer Stunde Flugzeit kein kostenloses Wasser mehr anzubieten. Als Grund nennt man die begrenzte Zeit für Bordservice. Wasser, Kaffee und Tee soll jedoch weiterhin verkauft werden. Genau, also kostenlos geht nicht, aber verkaufen geht doch. Änderungen sind ab 2026.
Das sind natürlich kurze City-Verbindungen, das wäre natürlich Frankfurt-Berlin oder Frankfurt-Zürich, um mal Beispiele zu nennen. Und die tatsächliche Flugzeit, wo man halt wirklich auch Service machen könnte, liegt teilweise bei 30 Minuten oder weniger. Bislang erhielten alle Passagiere zumindest eine kleine Menge Wasser kostenlos. Und man hat jetzt bei Condor verschiedene Sachen getestet. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem aufgefallen ist. Da ging es einmal kostenlos Wasser auf Nachfrage, Ausschank aus großen Flaschen, ausschließlich kostenpflichtiger Getränkeverkauf. Wasser wurde wegen möglicher Nachahmungseffekte als unakzeptabel bewertet. Der Ausschank aus großer Flasche wurde als betrieblich unpraktisch und weniger hochwertig eingeschätzt. Macht Lufthansa nicht? Okay, kannst nicht ausdenken. Dann gewählt wurde das Buy-on-Board-Modell, Wasser kostenpflichtig, Kaffee kostenpflichtig, Tee kostenpflichtig. Aber die genauen Preise stehen auch noch nicht fest. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, operativ kann natürlich ein vollständiger Getränkeservice, und das ist halt so jetzt mein Fazit, ich bin da relativ fassungslos, auf sehr kurzen Flügen tatsächlich schwierig sein, aber die Entscheidung, Wasser weiter zu verkaufen, ist natürlich komplett Banane, weil in der Zeit, wo ich 10 Leuten Wasser ausgegeben habe, habe ich einem Wasser verkauft. Klar, man kann jetzt auch noch sagen, ja, also das Wasser, was sie kaufen, das kaufen ja auch nur von gefühlt von 100 Leuten 3 Leute, dann reicht die Zeit. Und der finanzielle Nutzen steht natürlich auch im Gegensatz dazu, wie das Produkt empfunden wird. Und das ist natürlich dementsprechend nicht Premium, sondern das ist wieder kniepig. Und deshalb die Frage, sollte kostenloses Wasser auf jedem Flug zum Service gehören? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das Gesamtfazit ist natürlich, dass man merkt, dass die Schmalrumpfflugzeuge, also 321er, 737er, auch Transatlantikflüge machen und Premium-Transkontinentalverkehr und kleinere Langstreckenmärkte bedienen. Der A321 Neo oder der A321 XLR versetzen United in die Position, da Gas zu geben. Man merkt natürlich auch, dass die 737 MAX 10 auch dringend gebraucht worden wäre, aber man hat jetzt halt auf 321er gesetzt. Die Liefer- und Verzögerungsprobleme beeinflussen längst nicht nur die Flotte, sondern natürlich auch andere Themen wie Sitze und so weiter. Streckennetze, Investitionen sind andere Themen, die wir natürlich da auch beeinflusst sehen. Premium-Produkte gewinnen bei Fluggesellschaften immer weiter an Bedeutung. Wir sehen ja, dass wesentlich mehr Sitze in der 321 sind, also in der XL-Version, als in der 757 im Premium-Bereich. Und damit ist es so, dass da sieht man, dass das Geld geholt wird. Aber Condor sagt, nö, wir wollen eher streichen, wir wollen kostenloses Wasser nicht geben. Und damit sieht man, dass solche Entwicklungen natürlich auch diametral entgegenstehen. Lufthansa und United verfolgen auch trotz des Joint Ventures, wir haben ja das Atlantic Joint Venture, unterschiedliche Strategien für kleinere Langstreckenmärkte. Und man merkt auch, was man alles zusammenfassen könnte, dass der Markt sich immer weiter segmentiert. Auf der einen Seite mehr Luxus für die Kunden, die Knete haben, die zahlungskräftig sind, die willig sind, da Penunzen zu lassen. Weniger Inklusivleistungen im Basistarif, also immer mehr Schere nach oben und nach unten. Also das heißt, dass beide Enden werden bedient. Aber diese eierlegende Wollmilchsau, weiß ich jetzt nicht, ob das so funktioniert. Was ich aber weiß, ist, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst, dann macht ihr mich happy und da freue ich mich. Und natürlich aufs School kommen, um die Frage des Tages zum Beispiel zu diskutieren. Da ist natürlich die ganz klare Frage, hat Lufthansa mit dem Verzicht auf den 321 XLR am Markt vorbei entschieden oder einen strategischen Fehler gemacht aus eurer Sicht? Da würde ich gerne mal eure Antwort haben. Und sollte kostenloses Wasser auf jedem Flug zum Mindeststandard gehören. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.